ihr beide müsst am Ende, wenn ich fertig bin, mit mir mitlachen, aber ganz peinlich. Wird richtig schlecht gleich, aber es ist voll egal. Hallo und herzlich willkommen zu diesem fantastischen Video. Ich weiß, der Klischee-Deutsche braucht immer ein bisschen, sich auf neue Inhalte einzulassen und prüft diese ganz genau. Aber ich kann euch versprechen, es lohnt sich, diesen Kanal jetzt schon zu abonnieren. Außer ihr steht nicht auf Aquarien und das tut ja wohl keiner. Nate Drop. Da wir uns erfolgreich selbst eingeladen haben, wird uns die Ehre zuteil, einen Blick auf Michaels neues Becken zu werfen. Ich war schon vor rund einem Jahr da, wo ich sein nicht gerade klein geratenes 1200 Liter Becken gefilmt habe, aber wie der Aquarianer halt so ist, muss es immer ein bisschen größer sein. Und deswegen schauen wir uns das Ganze heute einmal an, denn ich will wissen, was es mit so einem Umbau auf sich hat. Danke auf jeden Fall, dass wir heute hier sein dürfen, Michael. Und ich habe die entscheidende Frage zu so einem Projekt. Was hat deine Frau dazu gesagt? Ich erinnere mich nicht. Oh. Du hast auf jeden Fall dir wirklich ein fettes Teil ins Wohnzimmer geholt. Magst du uns mal einen kurzen Überblick geben? Größe, Literzahl, die Richtung? Ja. Ich meine, jeder, der Meerwasser macht, weiß, dass man eigentlich verrückt ist. Aber ja, das Becken hat 2 Meter mal 1,40, ist 70 hoch. Insgesamt mit Technikbecken sind das in etwa 2250 Liter ungefähr. Und ja, das ist so, sind so die Eckdaten von dem. Wie ist das mit Gewicht? Musst du da irgendwie erstmal den Architekten fragen, ob sowas überhaupt möglich ist? Nein, gar nicht. Ich habe unten eine Platte unter. Durch dieses Profilgestell, was ich genommen habe, verteilt sich die Last so dermaßen über die Fläche. Du hast keine punktuelle Belastung. Okay, ich verstehe. Bei älteren Häusern würde ich es nicht machen, aber unser Haus ist ja noch nicht ganz so alt und hat einen vernünftigen Estrich und von daher kann man das gut machen. Das sind jetzt 2200, 2300 Liter. Was wiegt sowas? 2,5 Tonnen, 3 Tonnen, so die Richtung schon, also, oder? Mit Becken und so weiter ist man bestimmt bei 3,2 Tonnen in etwa. Okay. In etwa. In diesem Klopperbecken hat Michael 7 wunderschöne Doktorfische und mein persönliches Highlight, ein Clownfischpärchen, das alle 2 bis 3 Wochen Eier legt. By the way, das hier ist jetzt keine Anemone, was natürlich für Clownfische immer ein bisschen schöner ist. Diese Tiere jedoch nehmen auch diese Gonioporen problemlos an. Außerdem gibt es eine Menge schöne orangene Fahnenbarsche und gegen so ein paar Plagegeister auf den SPS-Korallen setzt Michael Seenadeln und Lippfische ein. Da diese im Sand pennen, hat Michael einmal den Sand in die Mitte vom Becken aufgeschüttet, da können die sich schön einbuddeln nachts. Dann habe ich noch diesen Lenny, der sehr neugierig ist. Mittlerweile habe ich ihn eigentlich so weit, dass er sich auch bei mir in der Hand setzt, wenn ich die Hand ins Becken stecke. Da muss man schon immer ein bisschen aufpassen, dass man ihn nicht mit rausnimmt. Aber super süß. Wollen wir einmal füttern? Ja, das können wir machen. Was gibt es heute im Angebot? Hier habe ich jetzt Mysis. Ich fütter aber ziemlich viel. Das heißt, ich fütter 2-mal am Tag Trockenfutter. Halt auch für die Farnbarsche, weil die eigentlich sehr viel am Futtern sind und abends kriegen dann alle nochmal Frostfutter, das heißt überwiegend fütter ich Mysis. 2-mal die Woche fütter ich dann noch Lobstereier, um halt den Seenadeln da noch was zu geben und das ist eigentlich so
der Futterplan von dem Becken. Genau, ich war ja letztes Jahr schon da. Ja. Und da war dein Becken irgendwie kleiner. Du hast ja erweitert quasi. Ja. Hat da alles geklappt mit dem Nein, eigentlich gar nicht. Ich hatte einen sehr, sehr schlechten Start mit dem Becken. Ich habe sehr viele Korallen, bestimmt über 100 Korallen verloren. Ja. Aber mittlerweile, das Becken kommt immer mehr in Schwung. Ich bin zufrieden, so wie es sich entwickelt. Ich würde viele Sachen anders machen, wenn ich jetzt nochmal diesen Umbau machen würde. Zum Beispiel? Schon damit die Korallen umgehen. Damit meine ich, wir haben alles an einem Tag umgebaut. Das alte Becken stand noch, das neue Becken war befüllt. Wir haben die alten Korallen rausgebrochen. Wir haben die gebadet, um wirklich nochmal die Schädlinge da zu eliminieren und so weiter. Und diese ganzen Vorgänge, das ist einfach, ich sag mal, eine Odyssee für eine Koralle. Ja. Gerade für SPS-Korallen, denke ich, ist es sehr, sehr unvorteilhaft. Ich würde definitiv vorher im alten Becken die Korallen losbrechen und erstmal wieder sich erholen lassen im alten Becken. Also das nächste Mal Stück für Stück umziehen, anstelle alles auf einmal zu machen. Genau. Weil sonst kann leider sowas passieren. Genau. Wenn wir mal zu den Basics kommen von deinem Becken. Ja. Beleuchtung ist zum einen mega fett an der Decke gemacht mit hoch und runter elektrisch, also das ist schon ziemlich clever, weil du hast eine riesen Wasseroberfläche und musst natürlich auch irgendwie da rankommen. Also das macht Sinn. Gerade für Wartungsarbeiten, wenn man sieht, man hat nicht viel Platz, um da durchzukrabbeln, reicht es nicht. Du hast 70 cm Höhe. 70 cm. Sprich, du kommst wahrscheinlich mit dem Arm gerade so auf den Boden. Okay. Ja, es ist knapp, aber hier vorne geht es noch, in der Mitte ist es unmöglich. Keine Taucherbrille vonnöten. Nee. Bei dir ist jetzt so, die Wasseroberfläche ist ja relativ frei. Also du hast keine Abdeckung drüber gemacht. Genau. Da verdunstet doch unglaublich viel Wasser, oder? Ja, jetzt im Moment habe ich so bei 15 Liter Wasser, was mir verdunstet halt. Am Tag? Am Tag. Das ist schon eine Menge. Ja. Jetzt geht es ein bisschen um Korallen, und zwar hat Michael einen relativ speziellen Besatz hier, nämlich SPS-Korallen. Das sind kleinpolypige Steinkorallen, genau die so ein bisschen aussieht, als würde man einfach nur einen Ast im Aquarium halten. Trotzdem sind diese Tiere teilweise sehr selten und auch nicht ganz so leicht zu bekommen. Laut Michael ist der eigentliche Reiz bei der Haltung von solchen Tieren die Phase, wenn das Blaulicht angeht, weil genau dann spielt die Koralle ihre eigentliche Karte aus. Sie leuchtet in allen möglichen wunderschönen Farben. Tagsüber jedoch, finde ich, sind die Tiere kaum zu unterscheiden. Wenn man jetzt mal so ein Beispiel nennt, das Rote hier, oder das ist ja eher matschfarben fast. Ja. Wie sieht das jetzt in Blaulicht aus? Im Blaulicht ist es leuchtend. Das Gewebe stellt sich nochmal anders dar und die Polypen sind dabei, noch ein bisschen auszufärben. Für mich ist das Faszinierende an so einer Koralle dann. Ne? Wie entwickelt sie sich und wie stellt sie sich im Blaulicht dar? Aber wie unterscheidet man das? Viele von den Arten sehen ja gleich aus. So, ne? Also muss man Kenner sein, um das so ein bisschen beurteilen zu können? Ja, Kenner oder vielleicht schon ein kleines geübtes Auge dafür haben. Wie stellt die Koralle sich dar? Wie sind die Koralliten eventuell schon angefärbt, wenn das jetzt ein frischer Import ist? Das sind halt so Kriterien, wo man sagt, okay, das könnte was werden oder das wird wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts. Eine Enzmann, die super dasteht, finde ich auch unter Tageslicht super schön. Ist sie, das stimmt, weil sie hat ein tolles Polypenbild, die Wachstumsspitzen sind interessant. Wachstumsspitzen ist, wenn die Koralle quasi größer wird und einmal an der weißen Spitze erkennend in Richtung Licht wächst. Genau. Okay. Riffaufbau wollte ich dich noch fragen. Ja. Das ist ja jetzt schon so ein bisschen auf Wachstum ausgelegt. Sprich, dieser Riffaufbau ist spezialisiert auf diese Form von Koralle, diese SPS-Koralle. Genau. Ne? Also die sollen schön Platz haben, sich einmal ausbreiten zu können. Der Hintergrund war eigentlich, zum einen wollte ich viel Schwimmraum haben für die Fische, die ich pflege. Und so viel wie möglich Stellfläche für die Korallen zu haben. Das war sehr aufschlussreich. Vielen, vielen Dank, Michael. Sehr gerne, hat mir auch Spaß gemacht. Dann bin ich gespannt, wie das ganze Ding in einem Jahr aussieht oder in 2 Jahren. Ja. Sprich, wir werden wiederkommen. Wir werden dich wieder nerven. Wir werden wieder klingeln. Wir werden dich wieder zu einem Interview zwingen. Ihr wisst Bescheid. Abonnieren, liken, volles Programm. Bis nächste Woche. Vielen Dank.